Puh. Das war sehr deutlich. Oh Mann, Olli, du bist mein Bester. Oh, was sag ich da? Du bist viel mehr als das. Mann, du und die WG, ihr seid sowas wie eine Familie, Mann. Du bist mein Bruder. Du willst mir den Abschied echt nicht leicht machen. Jetzt tu doch nicht so, als sei das alles meine Schuld. Ich kann doch nichts dafür, dass du dich in mich verknallt hast. Als wir beiden Sex hatten, wusstest du ja schon, was Sache ist. Also, das hat's mir nicht wirklich leichter gemacht. Mann, ich dachte, die Sache zwischen uns beiden sei geklärt. Ich kann doch nichts dafür, dass du dich wie ein Teenie in den ersten Schwarm verknallt hast. Wie ein Teenie? Was soll denn das jetzt? Ah, Mann, das war gerade ein Scheißvergleich. Ja, aber... Ich habe einfach keinen Bock auf ein schlechtes Gewissen, weil du nicht von mir loskommst. Ja, und was soll ich jetzt bitte machen? Du kannst mich mal. Er hat gesagt, du wärst wie ein Bruder für ihn? Ja. Ich hab gar nicht gedacht, dass er sich emotional so öffnen kann. Gut, vielleicht geht das auch nur bei dir, ha? Das hilft mir jetzt wirklich weiter. Ach, Olli, ich verstehe dich doch. Ich weiß, dass du jetzt erst recht nicht weißt, was du tun sollst. Das mit dem Bruder ist ja toll. Eigentlich. Aber es reicht nicht. Nee. Weil er niemals mehr für mich empfinden wird. Das hat er noch mal mehr als deutlich gesagt. Hey, hast du noch mal mit ihm geredet? Was? Mit Olli. Wir dürfen nicht zulassen, dass er abhaut. Der haut ja nicht ab, der geht in den Urlaub. Das heißt, der kommt ja wieder. Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn ihm was passiert? In Afrika gibt's wilde Tiere. Der ist erwachsen. Er kann auf sich selbst aufpassen. Seit wann denn das? Vorher warst du auch völlig drüber deswegen. Du hast genau zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst hier und versuchst mit Sascha ein brüderliches Verhältnis aufzubauen. Oder ich hau ab nach Afrika. Eben. Da hast du genug Abstand und ich denke, du kannst über deinen Herzschmerz hinwegkommen. Und du kannst gerne auch hier bleiben und versuchen, das Ganze mit deinen Freunden durchzustehen. Vielleicht lernst du ja sogar jemanden kennen. Das habe ich schon probiert. Solange Sascha in meiner Nähe ist, habe ich keine Chance. Mit wem soll ich denn jetzt über meine Probleme reden? Dana wohnt ja bei Hagen. Mit mir? Ich rede von Frauengesprächen. Du hast ihn vergrault, also holst du ihn auch zurück. Kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht schwul bin. Olli mich verknallt ist und Abstand braucht. Was soll ich denn da machen? Du hast doch mit ihm geschlafen. Ja, und das war eine einmalige Sache. Bist du davon gestorben? Nein. Also kannst du doch weiter mit ihm schlafen. Olli ist ein toller Typ. Ja, ist er. Aber wie stellst du dir das vor, dass ich einen Hebel umschalte und dann einfach schwul bin? Ich fahre vor allem deswegen nach Afrika, weil ich dringend Abstand brauche. Deswegen wäre es auch völlig falsch, wenn du mitkämst, weil ich das nicht ertragen will. Nein, ich bin immer noch nicht über dich hinweg. Ich bin noch nicht verknallt und das wird leider jeden Tag schlimmer. Idiot. Hey, Andi, ich bin's. Ich habe eine Idee. Es geht um Olli. Hey, Hey, gut, dass du noch da bist. Es tut mir leid, dass ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. mir tut's auch leid, dass ich dich noch mal so blöd angemacht habe. Sex war ein Fehler, aber ich bereue ihn nicht. Ich bereue ihn auch nicht.
Wärst du eine Frau, ich würde dich sofort heiraten. Ich kann mich nicht umpolen. Bleib mal so, wie du bist. Ich habe mir schon immer einen Bruder gewünscht und jetzt weiß ich, dass hier einer auf mich wartet, wenn ich zurückkomme. Komm her. Das war gerade mein erster Brüderkuss. Wenn du irgendwelche Probleme, irgendwelchen Stress oder sonst was hast, egal was. Egal zu welcher Uhrzeit, ruf mich an. Denn dafür sind Brüder da. Es geht ja auch nicht nur um dich. Mein ganzes Leben ist durcheinander geraten. Meine Ehe ist kaputt, ich habe mich verloren. Vielleicht bin ich nur deswegen so besessen von dir, weil ich einfach mal wieder was fühlen will, was gut ist. Ich krieg das hin, versprochen. Ich weiß. Komm, darauf saufen wir ein. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Aufräumen? Warst du das? Andi hat mir mitgeholfen. So, und jetzt wird gefeiert. Ja, Sascha und ich halten hier so lange die Stellung für dich. Du kannst ja also eine schöne Zeit machen da unten. Ich find's super, dass du das machst. Es wird dir gut tun. Aber lass dir nicht zu lange Zeit aus. Dir ist es egal, wie die WG danach aussieht. Nein, das war natürlich ein Scherz. Wir kommen schon klar, aber ich werde dich sehr, sehr vermissen. Ich dich auch. Also, auf den Weltenbummler. Gute Reise. Und falls du noch Hilfe beim Packen der Reiseapotheke brauchst, Ist eingepackt. Auf Olli! Auf Andi! Auf euch. Ihr seid echt die besten Freunde, die man haben kann. Ich konnte es ja nicht auf mir sitzen lassen, dass ich der Grund für einen schwierigen Abschied bin. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt leichter fällt. Wo ist denn Caro? Ich habe sie nicht erreicht, aber ich denke, sie meldet sich noch. so eine Zeit lang raus, das tut richtig gut. Das kann ich dir sagen. Das hoffe ich. Könnte ich auch gut vertragen gerade. Dann mach's doch. Nimm dir frei, steig im Flieger. Ab. So spontan kriege ich im Krankenhaus niemals frei. Aber die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Sag mal, willst du eigentlich immer noch durch die Sahara fahren? Du bist alleine durch die Wüste? 2000 Kilometer mit dem Jeep. Und was machst du, wenn du eine Panne hast? Dann bist du sowas von aufgeschmissen. Du hast doch keine Ahnung von Autos. Ach, Olli, wir wollen doch nur, dass du heile wieder zurückkommst. Okay, es war vielleicht eine blöde Idee, alleine durch die Wüste zu fahren. Ich mache jetzt nur noch Tagestrips, noch nur mit Leuten, die sich da auskennen. Gut. Ich habe nämlich gehört, auf diesen Safaris, da schmeißen manchmal sogar Elefanten Wagen um. Also auf jeden Fall musst du an Sonnencreme denken, sonst altert deine Haut viel zu schnell. Ja, und ständig in die Schuhe gucken, ob Skorpione und Schlangen drin sind. Leute, es ist echt total lieb, dass ihr euch Sorgen macht. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich ganz gesund und heile zurückkomme. Versprochen. Großes Ehrenwort. Jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Der ist alt genug, der weiß schon, was er macht. Außerdem fahre ich auch nur weg, damit ich mich danach umso mehr wieder auf zu Hause freue.